Ja, hallo, ich bin's wieder mal, Marcel. Ich bin wieder mal im Wald in Hirtshals und in den letzten Tagen habe ich mich intensiv mit den Tannen beschäftigt, hier in Hirtshals. Es hat hier Fichten, Kiefern, muss man überlegen, Kiefern, Fichten, Lärchen, glaube auch noch. Und wenn man so überlegt, was für ein Wunder eine Tanne ist, wenn ich mal ein bisschen jetzt näher rangehe, das ist jetzt eine Fichte. Wenn man so näher rangeht, diese Nadeln, ich meine, ich habe jetzt ein bisschen mit ChatGPT geredet und habe ihm alle meine Fragen gestellt zu diesem Baum oder allgemein zu Nadelbäumen. Und wenn man sich das so anschaut, diese Nadeln, ist ja strange, warum es Bäume gibt mit Blättern und warum es Bäume gibt mit Nadeln. Und dass die Nadeln viel besser Wasser speichern und viel besser geschützt sind, wenn es eben kälter ist oder ein bisschen raueres Klima. Auch durch diese Stacheln sind sie auch geschützt vor Fraß, Wildfraß. Und eben diese Nadeln, die können extrem gut Wasser speichern. Und in Gegenden, wo es recht karg ist, haben die eine viel höhere Überlebenschance als zum Beispiel Laubbäume. Und auch wie die gewachsen sind, diese Äste, das hat alles einen Grund. Die wachsen der Sonne entgegen, die diversifizieren sozusagen ihre Richtungen, damit sie so viel Sonne bekommen, wie es nur geht. Auf der Nordseite hat es weniger, aber es hat auch, weil dort auch Licht abstrahlt. Der Baum, der wächst in die Höhe, um immer mehr von diesem Licht zu kriegen. Aus diesem Licht entsteht dann durch Photosynthese Glucose. Das geht wieder zurück in den Ast, durch den Stamm zu den Wurzeln. Das wird gebraucht wieder für Wachstum. Aus der Erde wird Nährstoffe genommen. Der Baum kreiert dann irgendwann auch Zapfen, wo die Samen dann rausfallen, um sich fortzupflanzen. Das ist echt total faszinierend, was eigentlich die Welt macht mit diesen Bäumen. Eigentlich dieser Kreislauf, damit dieser Kreislauf des ewigen Wachsens und dann wieder sozusagen wieder zur Erde zurück, damit es fortbestehen kann. Und eben nur schon, dass es verschiedene Arten von Bäumen gibt. Das heißt, die Erde, die testet sozusagen verschiedene Strategien aus und die dann am erfolgreichsten ist, die setzt sich durch. Ich weiß, das haben alle, die jetzt schon irgendwie Darwin gelesen haben und so weiter, solche, die besser aufgepasst haben als ich in der Biologie, die wissen das alles schon. Ich habe wahrscheinlich einfach geschlafen im Biologieunterricht. Aber eigentlich ist es faszinierend, wenn man sich das anschaut und auch diese blaue Farbe dieser Zapfen. Das ist anscheinend, weil diese Äste, diese neuen Äste mehr Wachs auf sich haben und dadurch das Licht ein bisschen anders gebrochen wird, damit die ein bisschen besser vor Austrocknung, Fragezeichen, geschützt sind durch das Wachs. Und dann auch dieses Harz, die Zapfen, die dann das Harz haben, auch wenn zum Beispiel man einen Ast abschneidet, dass dann dort Harz entsteht, sozusagen ein Wundverschluss. Das Harz hat Terpene drin, das ist antibakteriell. Das heißt, der Baum schützt sich sozusagen durch dieses Harz vor Krankheiten wiederum. Ein absolutes Wunderwerk, wenn man sich das anschaut. Und die Menschen haben das ja immer wieder mal genutzt, die Nadeln für Tee oder so weiter. Die Zapfen sind extrem gutes Brennmaterial, auch durch das Harz.
Mit dem Harz kann man Kleber machen, wurde Terpentin hergestellt, das man dann in Farben schüttete, dass es besser verteilbar war. Aus dem Holz wurden Häuser gebaut, sonstige Konstruktionen. Einfach ein Wunderwerk. Aus der Rinde, früher hatte man auch an der Innenseite der Rinde hat ein bisschen kann man sowieso, die Stärke kann man dort abschaben. Und früher hatten sie in Hungersnöten, die Leute, hatten sie das von der Rinde abgekratzt und dann das Mehl damit gestreckt, damit sie mehr zu essen hatten. Also diese Stärke, die konnten sie nutzen. Aber das ist einfach, all dieses Wissen über diese Bäume, jetzt hier einfach diese Tannen, das wurde ja eigentlich sowas von ad acta gelegt. Ist eigentlich gar nicht mehr relevant im Moment, heute. Ich meine, außer es schlägt irgendwo eine Atombombe ein und dann sind wir wieder im Mittelalter. Aber das ist so faszinierend, was man alles mit diesen Bäumen eigentlich alles noch machen könnte. Und wenn ich mal im Sommer dann hier draußen bin, dann will ich das auch mal ausprobieren. Ich will mal mit diesem Harz mal am Feuer anzünden. Ich will vielleicht sogar mal mit diesen Nadeln ein Bett bauen. Vielleicht mal was räuchern mit diesen Nadeln. Hochspannend. Mit dem Harz könnte ich auch einen Kleber herstellen. Mit Asche vermischen. Also all solche Sachen will ich mal ausprobieren. So à la MacGyver ein bisschen. Ich meine, ich weiss, eben ChatGPT ist nicht immer akkurat. Aber jetzt, wo wir diese KI noch haben, können wir vielleicht diesen Schatz wieder bergen. Ich meine, sonst müsste ich jetzt irgendwie eine Kräuterfrau fragen oder den Förster. Der ist auch nicht immer hier. Aber jetzt habe ich sozusagen einen 24-Stunden-Berater, der mir hier alles sagen kann zu allen Bäumen. Ich meine, bei der Pflanze hat er mich letztens ein bisschen gefoppt, also ein bisschen getäuscht, weil ich dort eine Pflanze gegessen habe und habe ich gemerkt, die ist ein bisschen giftig. Aber ich habe nur 2-3 Blätter gegessen. Aber er war felsenfest überzeugt, dass es eine gewisse Blume ist, die man essen kann. Und ich habe ihm dann gesagt, bist du sicher und so, und er hat dann gesagt, ja, zeig mir nochmal deine Blätter und so, und irgendwann hat er gesagt, okay, ist vielleicht doch giftig. Also man sollte schon noch gesunden Menschenverstand einschalten, sonst lebt man nicht lange mit dieser KI zusammen im Wald. Aber ich finde einfach faszinierend, man kann ihn so lange nerven mit Fragen. Im Gegensatz eben, als ich Kind war, konnte ich eigentlich niemandem fragen, oder ich hatte, ja, es war schwierig meinem Vater zu nerven mit Fragen, weil er keine Geduld hatte und generell auch nicht bei mir war, so oft, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich finde es auch faszinierend, dass man jetzt diese KI nehmen kann und zu allen Fragen, jetzt besonders hier in der Natur draußen, alles befragen kann und sozusagen dann wieder diese Aha-Momente hat. Aha, das ist darum und das ist darum. Das ist spannend, wirklich. Ich habe jetzt zu Hause auch noch einen umgefallenen Nadelbaum gefunden im Wald und habe jetzt zu Hause einen Zucker angemacht mit diesen Nadeln und daraus wird ein Sirup. Das kann ich euch dann auch mal noch zeigen. Sozusagen ein Hustensirup. Ja. Auf jeden Fall habe ich jetzt extrem Lust bekommen, diesen Wald zu nutzen. Jetzt besonders im Frühling, wenn dann auch die jungen Fichtenzapfen kommen, also die Fichtentreiblinge und so weiter. Ich habe Brennnessel gesammelt, um das dann zu trocknen und daraus dann Salatgewürz zu machen und so weiter. Da will ich euch sicher noch ein bisschen mehr zeigen. Im Moment bin ich ja in Hirtshals, sicher noch die nächsten Monate, bevor ich dann eben wieder eine Wanderung mache, wo ich dann wirklich wieder zum Swiss Walking Guy werde. Aber das ist auch schon herumgewandere hier im Wald. Und es hat ja wirklich einen riesen Wald hier in Hirtshals im Norden Dänemark. Und mal schauen, was ich alles noch entdecke.
Ich halte euch auf dem Laufenden. Tschüss.